Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist Mittwoch, Mann, ich hab's immer hier. Der 31. August 2022. Es ist 15:09 Uhr und ja, die Hälfte der Woche ist wieder rum. Yay. Nicht mehr lang, dann ist Wochenende. Doppel-Yay. Und ja, wir machen hier weiter in Reverscholl West. Sind noch immer in der Kirche, wo wir mit dem Krabbelmann gesprochen haben. Den vermeintlichen Krabbelmann, der ein bisschen verwirrt wirkte, meiner Meinung nach. Und ja, aber nichts dagegen hat, dass die drei Raver ihren Nachtclub hier eröffnen in der alten Kirche. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt noch, vielleicht klärt sich das in dieser Folge, ist, dass ja die drei Jungs ja, dass die halt hier links, dass die ja gesagt haben, dass die hier Leute eingesperrt haben, aber von denen ist hier nichts zu sehen. Und ja, da vielleicht finden wir die jetzt noch. So, wir haben ja hier noch, hier geht es ja noch ein bisschen weiter, aber hier scheint auch nichts zu sein. Hier leuchtet auch nichts grün auf oder so. Ja, schon ein bisschen. Was hier? Ich schaue aus den Kirchenfenstern. Es stehen sogar noch Buchstaben drauf. Ja, aber ich kann hier nichts weiter angucken. Und hier geht es auch nirgendwo weiter. Das ist ja seltsam. Das ist hier wirklich seltsam. Ich war hier zwar schon, ich war ja auch. Aber. Wo sind die Leute? Ach ja, wir haben jetzt ja auch das Passwort. Wir können natürlich hier erstmal gucken. Sprechen wir hier noch mit den Leuts, mit der Dame. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. Ja, ich drücke erneut auf Play. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good afternoon, votre accident on Saint-Brun. This is the East Indian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the personal log? Versuchen wir es noch einmal. Ich glaube, ich habe vielleicht das richtige Passwort für das persönliche Protokoll. Good. Please repeat the password. Nach dem Leben, der Tod. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. Okay. Votre accident. Is there anything else I can do for you today? Nein, danke. Ich bin mit dem Anruf fertig. Goodbye, votre accident. Bye bye. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print Ja, buttons. dann machen wir das mal. Drücken wir auf Print. The printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. Ja, dann lese ich den Ausdruck mal. The first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. Arrived at the church, the door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to figure out how to get the electricity in. Okay. The lieutenant leans closer, scouring the printout over your shoulder. Just as you finish reading, he looks up, muttering under his breath. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Glauben Sie, dieses Protokoll könnte etwas mit dem Fall zu tun haben? Ne, erstmal lesen. Vielleicht klärt sich das ja von alleine. Weil ich will auch nicht immer wieder Dummi wirken. Ich bin schließlich Polizist. Ja. Ich lese erstmal den zweiten Eintrag. 6th of February, 51.
Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place, that the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity. What was that about narcotics? This could prove to be interesting. Moment mal, Rauschgift? Ich sehe mich in den heruntergekommenen Gebäude um. I doubt that we can find any. It's just idle fishermen's gossip to scare away the kids. Er blickt auf das Kirchenfenster. Nothing spooky about this place either. It's just abandoned and cold, and in an awful part of town. Naja, ich finde die schon ein bisschen spooky. Also, aber gut. Finde ich Kirchen allgemein. Also die sind zwar sehr schön, aber haben halt immer auch ein bisschen was Unheimliches. Ja. Then why doth the lieutenant protest against spending time here so often? Ich lese den dritten Eintrag. 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking ESCA series, something advanced. Wozu braucht sie denn eine Antenne? Why would anyone need any of this equipment here? Er tritt auf ein Kabel, das auf dem Boden liegt und untersucht es mit seinem Stiefel. Okay. Ich lese den vierten Eintrag. 8th of February, 51. Bought the antenna. Had some problems setting it up. Called Simo for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. Okay. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. Ein Datenverlust. Seems like something to do with radio computers. Unfortunately, I don't know enough about them to understand what the author is saying. Something about the backup data getting destroyed, and how everyone thought it was the author's fault. Let's just keep reading. Künstler, Programmierer, Lexi, wer sind all diese Leute? I think these people worked in the radio computer games business, the one we saw in the Doom commercial area. They must be our former co-workers. Oh ja, gibt Sinn noch. Ich lese den fünften Eintrag. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. The strike. We are nearing the date of the murder. Fährt sich mit dem Finger über das Kinn. Ja, das stimmt. Keep reading. I'm interested now. I want to know what's that radio anomaly that sent this person here in the first place. Ich lese den sechsten Eintrag. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I've named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. Ja, das haben wir ja auch schon festgestellt in der letzten Folge. Das ist die Stelle in der Kirche, der Bereich im Hinteren, wie da ja auch steht, wo wir uns, also die beiden, sich kaum verstehen konnten. Is she talking about? Der Lieutenant blickt nach rechts, in Richtung Stille. Gut, ich lese den siebten Eintrag. 28th of February, 51. Yes,
The first recordings confirm that the swallow is real and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. Okay. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? Aber was könnte es sein? Ich blicke hinter mir auf die Wasserbehälter. The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. The water shines in them. No ripples. Ich lese den 8. Eintrag. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but now it turns out I've also been capturing the future of dance music, one neo-disco song over and over again. Neo-Disco-Song. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good, I don't want anyone distracting me from my work. Also erzähle. Die arme Frau, die ganze Zeit auf dem Eis sitzt. That disco man must be a cell. Die Beschreibung passt auf Cell. The girl on the ice? Sounds like her, yes. Ich lese den 9. Eintrag. March 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside the building. Thinks I'm part of some kind of curse. How Martinez of her. Ja, das war ich. Ich war derjenige, der in diesen Funkcomputer eingedrungen ist. Und die Ladenbesitzerin muss Pleasant sein. I knew it wasn't a good idea to meddle with that machine. Ja, hattest recht. Kauf dir einen Keks, Bro. No. It was a great idea. You're learning things. This is how you learn things about machines. Ja, eben. Also. Na gut. Weiter mit dem 10. Eintrag. March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles. Crackers. Ping energy drinks. Water. Toothpaste. Gum. Also some canned air. Druckluftdosen. Your reading is interrupted by the sound of the church door opening. Weiter. A strange woman makes straight for the radio computer. Ah. Hello. Hello. Wie sie mich mal voll ignoriert, ey. Breaking into my radio computer, I see. Sie wirft mal einen zornigen Blick zu, während sie die Off-Taste mehrere Sekunden lang niederdrückt. Das Gerät startet neu. Hey, ich bin doch überhaupt noch nicht fertig. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see. Uns führt nebensächlich ein Fall her, in dem wir einige Organisatoren von Musikveranstaltungen vertreten. Wir dringen nicht einfach bloß ein. Ich bin auf der Suche nach meiner verlorenen Identität und folge dabei einer mysteriösen Spur. Ja, gut, wir müssen ja nicht jedem gleich unsere Lebensgeschichte aufdrücken. Also. Well, you won't find any music venue organizers here. Sie hebt ihren Blick kaum von der Tastatur. Du hörst, wie das Gerät wieder zum Leben erwacht. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. Sei mal nicht so eine Zicke. Was geht ab? We should talk to her after she has rebooted the machine. What is it? Die Frau ist immer noch über die Tastatur gebeugt. Ihr Gesicht wird durch das sanfte Licht der Sohrenmaschine beleuchtet. Ich habe nichts kaputt gemacht, oder? Hey,
Sind Sie zufälligerweise die Chefprogrammiererin von Viral Untethered? Verzeihung, aber wer sind Sie? Was machen Sie hier? Naja, erstmal ein bisschen versuchen einzuschleimen. Ich habe nichts kaputt gemacht, oder? No, you just printed out my personal log and wasted some paper. Scheint kein großer Verlust für Sie zu sein. Hey. Sind Sie zufälligerweise die Chefprogrammiererin von Viral Untethered? Yes. Or no. Not anymore. That project is dead. Oh. She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Something passes over her face before she straightens her back. Verzeihung, aber wer sind Sie und was machen Sie hier? I am Soona Luukkanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. Vox und Orbis. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Sie wendet sich wieder dem Computer zu. That still doesn't answer what she's doing in an abandoned church. Haben Sie den Krabbenmann gesehen? Warum sind hier denn hier so viele Geräte? Was machen Sie ausgerechnet in einer verlassenen Kirche? Was halten Sie von anderen Schritt ins Musik? Ja. Warum sind hier denn so viele Geräte? I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Was machen Sie mit Ihrem Funkcomputer? I'm working. Solche Antworten liebe, ey. The machine seems almost alien with its pulsing core. The light casts in her face in a strange shadow. Woran arbeiten Sie? Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. Was ist mit diesem Wasserbehälter da hinten? They are connected to my RAIN prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Thanks. Short and terse. There you have it. Whatever she's using them for, they're hers. Na, ich würde versuchen, nichts anzufassen. Nächste Frage. Great. Was machen Sie ausgerechnet in einer verlassenen Kirche? You really like those questions, don't you? In Ihren müden Augen ist ein Hauch von Erheiterung zu erkennen. Ja, das ist halt so ziemlich auch mein Job, ne? They're bloodshot. She really hasn't been getting much sleep lately, has she? Eben, ich bin Polizist. Fragen stellen gehört zu meinem Beruf. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. Was erforschen Sie denn? I'm looking for the location of a 2mm hole in the world. Bitte was? Wait, what? Könntest du mal aufhören, mir alles nachzulabern? She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. Ja, aber The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. hat das Loch etwas mit dem Datenverlust in Ihrem Protokoll zu tun? Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Mhm. Ein Loch in der Welt. Was bedeutet das genau? Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. Sie wirkt verzweifelt, als sie dich fest mit ihren schimmernden Augen anblickt. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? Plötzlich wirkt sie vollkommen in das Gespräch vertieft und wartet auf deine Antwort. That's a little above your pay grade at the moment. Ein Augenblick. Heißt das etwa, dass wir nun in einer Welt leben, die Löcher hat? Ich verstehe nicht einmal, warum wir überhaupt über etwas reden, das nicht existiert und nun wollen wir es auch noch messen? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht wegen irgendwelcher Wissenschaft hier. Ich will bloß einen Mord aufklären, damit ich wieder nach Hause kann. Ein Augenblick. Heißt das etwa, dass wir nun in einer Welt leben, die Löcher hat? I don't know. Are we? That's what I'm trying to figure out here. But how do I figure it out? Ich verstehe nicht einmal, warum wir über etwas reden, das nicht existiert und nun wollen wir es auch noch messen.
You measure it by its surroundings, by that which does exist, which is what I've been trying to do. I've tried using hydro transducers to record the silence, to find out where it begins. Okay. Hydro transducers. So that's what those water basins are. Devices for recording sound through water. But honestly, it's not progressing very well. Sie verstummt und blickt auf den Kreis aus Wasserbehältern, aufgestellt wie zu einem archaischen Ritual. Gibt's heute nicht. Haben Sie eine Ahnung, wo sich dieses Loch befinden könnte? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Sie blickt hinauf und versucht mit ihren Augen die stockfinstere Dunkelheit zu durchdringen. Ohne Erfolg. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark. Most of the tower disappearing into the shade. Warum dort? There's this place at the back of the church, a place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow, and the higher you go, the less you record. Ja. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Ja, dort lebt der Krabbenmann. I know. Meinen Sie nicht, der Krabbenmann könnte für all das verantwortlich sein? No, I don't. Lady, könnten Sie mal bitte vernünftige Antworten geben? Was denn das? Sie haben ja erwähnt, dass die Forschung nicht gut läuft. Wieso nicht? Because it's just trial and error, trying to locate the Swallow, the exact point in space. Okay. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Es würde mir echt helfen, wenn du nicht so scheiße unfreundlich wärst. Das ist alles, was ich über das unheimliche 2 Meter große Loch in der Welt wissen wollte. Fürs Erste. Great. Thanks. Haben Sie den Krabbenmann gesehen? Nope. Aber Sie wissen, dass er sich hier rumtreibt. Yes. War klar. Er hat Sie aber gesehen. And? Und? Der Krabbenmann hat Sie gesehen. I don't care. I don't care about crabmen. Sie hebt kaum ihren Blick, während sie am Drucker der Maschine rumtüftelt. Was halten Sie von anodischer Dance-Musik? What? I hate it. I bet she hasn't even heard it. Haben Sie die Musik überhaupt je gehört? Also wirklich gehört? Yeah. Like all the time. My tent neighbors don't really ease up with their partying, do they? Sie schneidet eine unmissverständliche Grimasse. Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Na gut. Aber was halten Sie von einem Club für anodische Dance-Musik? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. Was dann? Eine Drogenhölle. Take a guess, why don't you? Ein Jugendzentrum wäre toll. Ein Streichelzoo, ein Ort für Tiere. Vielleicht ein Gemeinschaftszentrum für Senioren. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie einen Nachtclub für anodische Dancemusik eröffnen wollen. Die haben erzählt, das wäre ihr Traum. I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up-and-coming entrepreneurs, will you? Thanks. Good luck. I'm not coming in there. Na gut, ich lasse sie in Ruhe weiterarbeiten. Okay, Leute. Dann können wir jetzt ja demnächst... Also können wir ja nochmal wieder zurückgehen, also müssen wir auch. Ja, ich bin hier noch... Hier ist ja noch am Tüdeln. 66%, das dauert ja noch ein bisschen. So, Suggestion.
Konstitution, Ausdauer, Schmerzgrenze, Körperbrat, Zwielicht. Ich will niemanden drohen. Ich will meine Rhetorik noch ein bisschen erhöhen und Logik auch. Ich mache das erstmal auf 5. Empathie, ja, das kann ich alles nicht. Tun wir das. Logik. Annehmen. So. Hilft den Raven, einen Nachtclub aufzuziehen. Genau. Zu André. So, hier haben wir jetzt ja alles geguckt. Dann können wir jetzt hier raus. Halt! Hier ist auch nichts mehr. Da auch nicht, das ist eine Wand. Gut, dann können wir auch rausgehen. So. Ja, meine Orientierungssinn ist heute mal wieder für den Arsch. Da war ja nichts mehr. Nee. Gut. Nicht klar, nicht klar. Dann halt wieder zurück zu den Ravern. Ja, hier bin ich aber falsch. Ja, hier bin ich ja bei dem Dings wieder. Bei diesem komischen Gerät. Ja, sorry Leute, ich habe mich hier gerade ein bisschen verfranst wieder. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber ich habe jetzt ja eh gleich schon die halbe Stunde fast voll. Und wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Die letzte Folge war ja dafür ein bisschen länger. Weil ich den Krabbenmann nicht einfach so abwürgen wollte. Nie war. Kein Arsch rein. Genau, ich kann ja mal gucken. Ich habe ja die Kleidung. Wo ist sie? Da. Plus 1 Schmerzgrenze. Was habe ich denn jetzt momentan? Plus 1 Leben. Und die Schuhe. Plus 1 Empathie. Ich mache das einfach mal. Gucken, was mir das bringt. Alles klar, dann gehen wir halt in der nächsten Folge. So, jetzt sind wir wieder zurück im Zelt. Gut, dann gehen wir da in der nächsten Folge rein, weil das Gespräch wird wahrscheinlich eh länger dauern. Ja, alles klar. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt ein bisschen weitergekommen, wenn auch nicht im Hauptfall. Aber das wird schon. Gut, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.